Das Heimtückische an Krebs ist, dass er an einer Stelle komplett geheilt sein kann, aber eben Absiedlungen in anderen Organen bildet. Deshalb ist ja Krebs immer noch in weiten Teilen ein schwieriges oder gar ungelöstes Problem. Wenn wir einen Patienten haben, der mehrere Metastasen, zum Beispiel in der Leber hat, dann ist aus medizinisch-klinischer Sicht das Überleben gering. Der typische Molly-Patient ist ein schwer kranker Patient. Wenn jemand so schwer krank ist, dann hat er Angst. Sie müssen sich einfach vorstellen, dass diese Menschen ihre ganze Sorge mit nach Hause schleppen und häufig nicht wissen, was die Diagnose war. Heutzutage dauert es meistens sowas mehrere Wochen oder Monate. Die Idee ist halt, das möglichst zu kompakter zu machen. Es geht dabei darum, dass man von der Aufnahme der Patienten bis hin zur therapeutischen Intervention kommen will und das alles an einem einzigen Tag. Im Forschungscampus Moli suchen wir insbesondere nach neuen Lösungen in Bereichen, die für die herkömmliche Medizin eigentlich über den Grenzen lag. So ist die große Idee und das Ganze kann man sich halt wie so ein geschlossener, integrierter Kreislauf halt vorstellen. Also es gibt verschiedene Techniken, wie ich die Bilder aufnehme. Die Idee ist, dass wir diese verschiedenen Bildgebungstechniken zusammenführen, weil sie unterschiedliche Informationen uns liefern. Sodass wir im Prinzip jede Informationen übereinander anordnen und wenn man dann drauf guckt, wir sozusagen alle Informationen an der gleichen Stelle vorhanden haben. Das muss man sich so vorstellen, dass wir diese Bilddaten zur Verfügung bekommen. Das ist dann im Vorspann für diesen Robotereinsatz. Und in diesen Bilddaten sehen wir tatsächlich dann, aus diesem Stückchen brauche ich eine Probe. Zusammen mit dem Arzt führt der Roboter eine Führungshilfe an die Stelle, an der die Probe entnommen werden muss. Und der Arzt muss nur noch in Anführungszeichen diese Biopsienadel dann zum Zielort vorführen. Und so geht es mit dem Roboter schneller und auch sicherer. Wir können uns die Massenspektrometrie mit dem Fingerabdruck vorstellen. Wir erfassen sehr viele Muster, molekulare Muster und lassen die gegen eine Datenbank laufen. Und die Datenbank wird dann in der Lage sein, zu sagen, das ist dieser Subtyp von Tumor und für diesen Subtyp braucht man genau diese Behandlungsmethode. Und das ist einzigartig in der Diagnostik. Das, was es zusammenfügt, nämlich das zu einem Prozess zusammenzubinden, ist eigentlich das wirklich Neue und Innovative am Forschungscampus Moli. Da sind wir die Feuerwehr für die hässlichen Herde, die eben sich nicht an die Spielregeln halten, um es mal vereinfacht zu sagen. Es ist ja eine einzigartige Situation, die wir haben, hier so eng zusammenarbeiten zu können an einem Ort mit klinischen Experten, mit Ingenieuren, mit Informatikern. Also nicht nur innerhalb der eigenen Fachdisziplin zu sein. Es ist natürlich auch wirklich erhebend, wenn man sieht, dass aus diesen Industriepartnerschaften langjährige Entwicklungsstrategien gemeinschaftlich entstehen. Das große Unterscheidungsmerkmal zum Rest dessen, was es denn da draußen gibt, ist der Gedanke, in der Medizin mit Robotik Präzision zu steigern und Effizienz zu steigern. Die Einzelentwicklungen, die daraus resultieren, die werden sehr, sehr wertvoll sein.